Sprich, wenn du sehen willst, wie ich mich um 2 in der Früh im dunklen Wald dreimal verrenne, dass ich hoffentlich ein cooles Foto von der Milchstraße hier am Almsee aufnehme, siehst du wahrscheinlich in dem Video. Servus und herzlich willkommen zu diesem Astro-Vlog. Ich bin gerade hier am Almsee, ein kleiner, sehr schöner See in Oberösterreich, im Süden umgeben von sehr imposanten Berggipfeln. Mein Ziel bzw. Vorhaben heute ist es, den Milchstraßenkern hier über diesen Bergen zu fotografieren. Der Milchstraßenkern ist seit März auf der Nordhalbkugel wieder zu sehen. Und davor waren nur die Ausläufer der Milchstraße zu sehen. Die habe ich auch probiert zu fotografieren dieses Jahr bereits. Witzigerweise sogar genau gegenüber von diesem Bergzug im Süden vom Almsee in Hinterstoder am Schiederweiher. Ich finde auch ein ganz brauchbares Foto entstanden hier von der Wintermilchstraße bzw. von den Ausläufern der Milchstraße. Und im Jänner habe ich es probiert, die Wintermilchstraße am Leopoldsteiner See zu fotografieren. Hier liebe Grüße an den Viktor, der den Bootsverleih im Sommer betreibt. Der hat mir kurzerhand und spontan den Bootsverleih aufgesperrt, damit ich auf den Steg habe gehen können und überhaupt Sicht auf den Nachthimmel gehabt habe. Vielen Dank dafür. Heute aber möchte ich den Kern der Milchstraße fotografieren. Warum den Kern der Milchstraße? Naja, man schaut genau ins Zentrum der Milchstraße. Da haben sehr viele Sterne, sehr viele Nebel und natürlich sehr interessante Strukturen. Mit meiner Kamera, meinem Objektiv, einem Star Tracker und meinem neuen Hydrogen Alpha Clipfilter möchte ich probieren, genau diese Strukturen über diesem Bergpanorama und über diesem Almsee festzuhalten. Leider aber geht die Milchstraßenkern erst um 3 Uhr in der Früh auf und fadet dann mit dem Sonnenaufgang aus. Und wenn man einen Bergzug vor sich hat, sollte man etwas höher gelegenes Foto machen, sodass die Milchstraße bzw. der Kern nicht von den Bergen verdeckt wird. Deshalb habe ich mir den Ameisenkogel rausgesucht. Der ist ca. 40 bis 30 Minuten Wanderung von diesem Parkplatz da hier entfernt. Problem leider, der Weg ist anscheinend sehr schlecht beschildert und es ist eben dunkel. Sprich, ich darf jetzt um 2 Uhr morgens mitten in der Nacht im Wald den Weg suchen, um hoffentlich dann ein brauchbares Foto von der Milchstraße aufnehmen zu können. Sprich, wenn du sehen willst, wie ich mich um 2 in der Früh im dunklen Wald dreimal verrenne, dass ich hoffentlich ein cooles Foto von der Milchstraße hier am Almsee aufnehme, siehst du wahrscheinlich in dem Video. Gut, der erste Teil vom Weg war eigentlich ziemlich entspannt, war eigentlich ein ganz normaler Schotterweg. Jetzt geht es aber in den Wald hinein, bis eben der Teil, wo man hoffentlich den Weg nur gut sieht. Es wird ein bisschen steiler, genau, also der nicht so spaßige Teil vom Weg. Ich habe oben auch schon Licht gesehen, mitunter haben sogar andere Leute oben, die auch fotografieren oder zörteln. Genau. So Wege durch den Wald immer spannend, an Horrorfilme braucht man gerade nicht denken.
Gut, eine halbe Stunde später bin ich auch am richtigen Ziel angelangt. Am Ende war es doch recht steil. Der Weg war aber eigentlich recht gut zu finden. Bin dann ein bisschen zu weit gegangen, da ist eigentlich recht steil geworden. Bin aber dann wieder zurück und habe den richtigen Spot gefunden, den ich mir 2-3 Tage vorher bei Google Maps ausgesucht habe. Immer eigentlich eine gute Idee vorher, wenn man vorher nicht dort war, mit Google Maps zu schauen. Da sind immer einige Bilder drinnen. Und dieser Spot sollte eigentlich perfekt passen. Ich werde jetzt mit der Kamera mal schauen, ob ich den geeigneten Spot finde, wo auch keine Bäume im Vordergrund sind, wo die Berge schön oben sind und auch die Milchstraße dann hoffentlich genau dahinter aufgeht. Gut, ich habe da unten eigentlich einen passenden Spot gefunden. Der Vordergrund schaut eigentlich richtig geil aus. Die Milchstraßen geht perfekt hinterbei auf. Ich werde jetzt meinen Star Tracker montieren. Der hat auch eine Rotationsachse, die richte ich mit der Erdachse aus und dann dreht sich die Kamera genau mit dem Nachthimmel mit und ich kann somit länger belichten und kann mehr Details von der Milchstraße auffangen. Um diese Achse genau mit der Erdachse auszurichten, haben wir da so einen kleinen Sucher, den montiert man da und man muss einen Polaris suchen, also den Nordstern, und dann diese Achse genau mit dem Nordstern ausrichten. Dann kann man da die Kamera aufmontieren und die Kamera dreht sich genau mit dem Nachthimmel mit und ich kann dann hoffentlich mehr Details vom Nachthimmel auffangen. Gut, ich habe jetzt den Star Tracker montiert. Ich habe den Polaris gerade halt hinter dem Baum noch gefunden. Ich hoffe, es passt. Ich werde jetzt mal die Kamera drauf tun und dann schauen, ob ich, wenn ich länger wie 15, 20 Sekunden belichte, ob die Sterne noch punktförmig sind, also nicht verschwommen. Und dann sollte die Einpassung vom Star Tracker passen und dann kann ich schon langsam beginnen, die Milchstraße bzw. den Kern abzufotografieren. Ja, wie in der Timelapse eigentlich schön zu sehen, der Star Tracker war sehr gut Richtung Norden ausgerichtet und hat die Erdrotation ziemlich brauchbar kompensiert. Sprich, die Kamera, die am Star Tracker montiert war, hat immer den gleichen Bildausschnitt vom Nachthimmel fotografiert. Das sieht man schön in diesem Video bzw. Timelapse, weil jeder Stern immer am selben Punkt im Video bleibt. Was auch sehr cool ist, die Erdrotation wird schön sichtbar, weil sich die Berge da im Vordergrund entsprechend weiterdrehen. Wer genau hinschaut, erkennt auch geostationäre Satelliten, sprich Satelliten, die sich im Nachthimmel zwar weiterdrehen, relativ zu den Bergen aber immer die gleiche Position halten. Warum machen wir jetzt das Ganze? Wir wollen so viele Informationen vom Nachthimmel auf den Kamerasensor bekommen. Deshalb mache ich mehrere Bilder mit so ca. 15 bis 20 Sekunden, kann man auch bis mitunter eine Minute raufgehen. Warum? Einerseits kann ich eine coole Timelapse vom Nachthimmel und dieser Erdrotation vom Vordergrund erstellen und ich kann dasselbe bzw. ein ähnliches Resultat erzielen, indem ich diese Serie an Bildern verwende und einen Mittelwert von diesen Bildern. Dann habe ich ebenso ein rauscharmes Bild vom Nachthimmel und zusätzlich die Timelapse. Nachdem man die Bilder aber vom Nachthimmel erstellt hat, macht man eben auch Bilder vom Vordergrund. Da kommt der Star Tracker weg. Ich muss die Erdrotation nicht mehr kompensieren, kann andere Kameraeinstellungen verwenden und eben entsprechend den Vordergrund fotografieren. Dann kann ich das Bild vom Vordergrund und das Bild vom Nachthimmel kombinieren und erhalte hoffentlich ein cooles Bild vom Nachthimmel mit Vordergrund. Für dieses Foto habe ich zusätzlich noch ein Foto vom Nachthimmel mit
diesem Hydrogen-Alpha-Filter erstellt. Dieser Filter kommt vor dem Sensor der Kamera, also zwischen Objektiv und Sensor, und lässt nur spezielle Bereiche des Lichtes durch, spezielle Bereiche vom Rot- bzw. Infrarotbereich. Diese Bereiche sind nämlich Rottöne von Hydrogen-Alpha-Nebeln bzw. Wasserstoffnebeln, die eben im Nachthimmel mit der Kamera zu sehen sind. Und das sind natürlich Details, die ich auch im finalen Bild dabei haben will. Genau, das finale Bild schaut dann so aus, dass wir eben den Almsee mit den Bergen im Vordergrund haben und im Hintergrund geht genau der Milchstraßenkern. Also wir schauen ins Zentrum der Milchstraße rein, wobei ich diesmal sehr zufrieden bin. Die Sterne sind sehr punktförmig, also sehr scharf. Die Details von diesen Nebeln und Strukturen habe ich, glaube ich, auch ganz brauchbar rausholen können. Und was auch sehr cool ist, eben diese Wasserstoffnebel oder diese Bereiche sind auch mit diesem dezenten Rot durch eben diesen zusätzlichen Filter nun mal etwas besser rausgekommen. Das hat einiges an Zeit beansprucht, so circa 3 Stunden. Dann ist auch die Sonne aufgegangen, das ist doch ein schöner Sonnenaufgang. Dann natürlich auch gleich eine Timelapse mitgenommen. Und während des Sonnenaufgangs hat man unten am See ein paar so Quellwolken gesehen, die ganz dynamisch mit dem Wind eben über den See weggetragen wurden. Und ja, dann bin ich nur mit 2 anderen Wanderern runter zum Auto und es war Zeit, dass ich ein bisschen an Schlaf nachhole. Ja gut, eine halbe Stunde später habe ich es doch auch geschafft, dass ich raufkomme. Am Ende war es ein bisschen steiler, das war doch sehr schön. Aber relativ zu den Bergen immer einen konstanten Abstand beibehält.